Ja, schönen Ja. guten Nachmittag, Stefanie. Ursula. Wir freuen uns auf deinen Lessonplan, der fachübergreifend ist und kreative Fächer mit Sprachunterricht verbindet. Vielleicht stellst du dich auch ganz kurz zu Beginn nochmals vor. Ja, gerne. Also ich heiße Stefanie Wolf. Ich habe Deutsche Philologie und Musikwissenschaft studiert, bin selber auch Musikerin und Autorin und war lange Zeit im Kulturmanagement tätig und bin jetzt schon seit vielen Jahren Lehrerin an einer Wiener Mittelschule. Dort unterrichte ich hauptsächlich Deutsch und Deutsch als Zweitsprache. Sehr fein. Wir freuen uns auf deinen Lessonplan, den du für das Lehre-Projekt designt hast. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Pasza, taszy, ile, beş, haş, taş, kayaşı, hoşafı. Strycz, pryst, skrys, kryk. Strycz, pryst, skrys, kryk. Ej. Şu köşesine, şu köşeye, şu köşesine, o tarafın köşesine. Ey. Ey. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Yoğurdu sarımsakla sakar mı saklasın, sarımsaklamadan mı saklasın? Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Bu yoğurdu sarımsakla sakar mı saklasın, sarımsaklamadan mı saklasın? Okay? Ja. Genau, ich habe gemeinsam mit einer Kollegin gearbeitet, Dagmar Pistrich, die ist Lehrerin für bildnerische Erziehung und Französisch am Gymnasium Feldgasse. Sehr fein. Dann bitte schalt uns einfach deine Präsentation frei und Genau. uns, wozu ihr da Ja. gearbeitet habt. Ja, genau, das sind diese beiden Projekte, die Dagmar und ich gemeinsam entwickelt haben für die Altersgruppe der 11- bis 14-Jährigen und die man eben fächerübergreifend realisieren kann in den Fächern Deutsch, bildnerische Erziehung, Musik oder eben auch einfach als Projekt geht das natürlich auch. Mhm. Und das sind Ideen, die wir gemeinsam gesammelt haben, die uns auch sehr, sehr schnell kamen und die wir beide ausprobiert haben an unseren Schulen. Ich habe die Tongue Twisters ausprobiert und die Dagmar hat Art and Language ausprobiert, aber darüber hinaus auch mit Tongue Twisters gearbeitet. Oh, das wird ja sehr spannend, auch wenn du dann berichtest, was da eure ersten Erfahrungen dazu sind. Ja, ja. Soll ich das eigentlich kurz inhaltlich darstellen, was wir da gemacht bitte. haben, wie Ja, das bitte. abläuft? Ja, also die Schüler haben Zungenbrecher in ihren Erstsprachen gesucht und geübt. Und das war natürlich schon einmal ein erster Spaß. Und haben sich dann auch gegenseitig diese Zungenbrecher beigebracht. Wir haben die Zungenbrecher aufgenommen und haben dann in der Folge gerappt, also richtige Aufführungen eigentlich gemacht. Die Klasse war das Publikum und 3, 4 Schülerinnen und Schüler standen vorne und haben also so eine Abfolge von Zungenbrechern gerappt. Und derzeit entstehen eben noch Filme zu diesen Raps, Sag, Kurzfilme. Das wird ja auch noch spannend. Das heißt, vielleicht sehen wir dann am Ende tatsächlich auch noch so einen Film. Aber die Frage ist auch für mich, wie einfach ist es den Schülern und Schülerinnen gefallen, diese Zungenbrecher auch zu finden in ihren Sprachen oder in verschiedenen Familiensprachen? Ja, also ich habe sie gebeten, zu Hause nachzufragen, ob ihre Eltern Zungenbrecher kennen. Manche Kinder kannten auch schon Zungenbrecher, die haben sofort was gewusst. Und dann habe ich auch einiges angeboten. Ja, darüber hinaus haben wir ein bisschen im Internet recherchiert und so hatten wir eigentlich schnell eine größere Sammlung zusammen. Und über das
Üben und sich beibringen und präsentieren hinaus haben wir ja auch die Zungenbrecher als Anlass genommen, um über Sprache nachzudenken. Mhm. Also die Zungenbrecher waren ein Einstieg in den Sprachvergleich eigentlich. Wir haben uns angeschaut, welche Laute kommen in den Sprachen vor, welche Buchstaben werden benutzt. Da ist es natürlich toll, wenn man Kinder dabei hat, die arabisch alphabetisiert sind oder vielleicht sogar chinesisch. Mhm. Und das haben wir ja bis hin zu Wortgrammatik haben wir uns das eigentlich angeschaut. Die Schüler haben dann die Ergebnisse verglichen und präsentiert. Mhm. Genau, das war dann auch so eine ungefähr einstündige Einheit, dieser Mhm. Sprachvergleich. Die Idee, etwas zu machen, was irgendwie die Künste einbezieht, entspringt natürlich mal in erster Linie meiner persönlichen Vorliebe. Und dann ist es aber auch so, dass ich an einer Schule unterrichte, die einen musisch-kreativen Schwerpunkt hat. Wir haben also mehr als nur den normalen Kunst- und Musikunterricht. Wir haben ganz viele unverbindliche Übungen zu künstlerischen Themen und auch immer mindestens einmal im Jahr ein großes Kunstprojekt, an dem man die ganze Schule teilnimmt. Ziele dieses Projekts sind, also ich würde sagen, mal ganz generell die Förderung des Sprachbewusstseins, wirklich nachdenken darüber, wie in den verschiedenen Sprachen zum Beispiel, was weiß ich, das Geschlecht ausgedrückt wird oder Reime, ja, auch typische Laute, ja. Also man Ja. kann ja manchmal Sprachen auch ohne ein einziges Wort zu verstehen, allein am Sprachklang erkennen. Mhm. Also das war zum Beispiel auch ein Thema. Ähm, Dann war es eine Möglichkeit, innerhalb sehr kurzer Zeit viele Sprachen auszuprobieren und auch viele Sprachen zu betrachten. Und eine Gelegenheit, präsentieren zu lernen, weil diese Zungenbrecher natürlich auch präsentiert wurden und gerappt wurden, was für viele sehr aufregend war. Mhm. Und eben auch die Kinder ihre Erstsprachen mit ihren Eigenheiten präsentiert haben, zum Beispiel auch an der Tafel Wörter geschrieben haben, erklärt haben, wie die Schreibrichtung ist oder wie das ist mit den Vokalen im Arabischen, solche Sachen. Genau, und dann nicht zuletzt war eben auch ein wichtiger Aspekt, dass es Spaß macht, dass alle da also mit Vergnügen dabei sind. Muss geschehen, ich würde das jetzt auch gleich gerne machen. Ja, Ich habe schon Spaß. Also mir würde das hat mich jetzt wirklich auch schon sehr, sehr motiviert. Also ich finde das eine ganz, ganz tolle Idee und sicher sehr lustig und vor allem auch mit dem Rap verbunden. das Sehr war eine ganz lustige Stunde. Ja, ja, das hat wirklich allen irrsinnig viel Spaß gemacht. das Ja, kann ich mir vorstellen. Und auch vielleicht die anderen Zungenbrecher dann aussprechen lernen von ja, anderen Sprachen. Also sehr wunderbar. also was die Sprachenfreundlichkeit betrifft, so war ja hier ausdrücklich erwünscht, dass man also ganz viele verschiedene Sprachen da einsetzt. In erster Linie die Erstsprachen, aber natürlich auch die Unterrichtssprache Deutsch oder auch weitere Fremdsprachen. Ja, ich finde bei solchen Projekten immer wichtig, auch den Kindern, die jetzt Deutsch als Muttersprache haben, ein Angebot zu machen. Und die haben dann zum Beispiel eben auf Deutsch Zungenbrecher gesucht oder eben auch über die deutsche Sprache nachgedacht oder auf Englisch. Also viele Kinder haben auch sehr gerne englische Zungenbrecher genommen. Ja, insgesamt hatte ich den Eindruck, dass es ein sehr niederschwelliger Zugang war. Es konnten wirklich alle Kinder was beitragen. Alle Kinder konnten sich Zungenbrecher finden und man konnte eben auch alles ausprobieren. Gut, was ich gelernt habe, das habe ich jetzt ein bisschen breiter interpretiert, nämlich auf das gesamte LERI-Projekt. Ja. Also für mich ist es immer sehr interessant zu sehen, wie an anderen Schulen gearbeitet wird. Also die Reise nach Amsterdam war ein absolutes Highlight und die Schulhospitationen dort. Durch diese Zusammenarbeit ist eigentlich wirklich viel eingeflossen in diesen Lessonplan. Genau, das selber ausprobieren war auch ganz wichtig und das Feedback, das aus dieser Gruppe gekommen ist. Das ist alles eingeflossen und war sehr bereichernd. Also meine Erfahrungen mit so mehrsprachigen Projekten die habe ich jetzt schon mehrfach gemacht, dass
die Kinder selber oft den Eindruck haben, dass sie ihre Erstsprachen ja gar nicht perfekt beherrschen. Also zum Beispiel fehlt ihnen der Schulwortschatz weitgehend in ihren Erstsprachen. Dafür haben sie da einen ausgezeichneten Alltagswortschatz. Und ich höre auch manchmal von Kindern, dass sie nicht schreiben können in ihrer Erstsprache. Und ich ermutige sie dann eigentlich immer trotzdem es rauszufinden, was heißt denn ein bestimmter Begriff in meiner Erstsprache oder wie schreibt man das? Das kann man ja alles nun leicht nachschauen. Und ja, Fakt ist ja wirklich an den Schulen bei uns, dass die Kinder eigentlich permanent die Sprachen wechseln, teilweise mitten im Satz von einer Sprache in die andere switchen. Und ja, ich finde das auch immer lustig, wenn man das in der U-Bahn in Wien beobachtet, wenn Leute in einer Sprache telefonieren und mittendrin die Sprache wechseln. Und das ist natürlich auch der Alltag unserer Schülerinnen und Schüler, dass sich die Sprachen irgendwie gegenseitig ergänzen. Und sie sehen dadurch nicht immer die Notwendigkeit, dass sie jetzt in beiden Sprachen möglichst einen großen Wortschatz haben sollten. Denn sie haben diesen Wortschatz ja in der jeweils anderen Sprache. Genau. Ja, dann finde ich, dass man gar nicht immer im Vorfeld sagen kann, was genau rauskommen wird. Also es kann ganz unterschiedlich laufen. Und es ist natürlich auch in dem Moment so, wo ich mehrsprachig unterwegs bin und die Kinder ihre Erstsprachen benutzen. Das sind ja überwiegend Sprachen, die ich selber nicht beherrsche. Das heißt, ich gebe damit auch die Kontrolle irgendwie ab. Ich kann nicht überprüfen, ob das jetzt alles richtig ist, aber das finde ich, das gehört einfach dazu. Das gehört einfach dann auch in ihre Eigenverantwortung. Genau, und insofern finde ich, dass man ganz ergebnisoffen herangehen sollte. Ja, es gibt diese schöne Wendung, dem Prozess vertrauen, einfach schauen, was dabei rauskommt und es immer wieder einbauen, also entweder im Rahmen eines solchen Projekts, wie dieses recht aufwendigen Zungenbrecherprojekts, oder eben als kleine Einheiten in einer Unterrichtsstunde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat dir selbst großen Spaß gemacht. Ja, hat es auch. Das ist richtig. Ja. Bei dem Projekt haben wir natürlich verschiedene digitale Tools eingesetzt. Wir haben Audioaufnahmen gemacht und die auch geschnitten. Wir haben angefangen, eine kleine Datenbank aufzubauen mit den Zungenbrechern, mit ihren Übersetzungen und eben auch mit den Audiodateien. Wir haben alles übersetzt und haben dafür verschiedene Übersetzungstools benutzt. Und ein paar Kinder arbeiten jetzt eben auch an Filmen und machen dafür Videoaufnahmen und schneiden diese dann auch. Und auch ich habe erstmalig ein Video geschnitten, das habe ich vorher noch nie gemacht. Also das habe ich ganz neu mir angeeignet. Genau. Ja, und ansonsten, ja, Padlet habe ich auch noch nicht gekannt vorher. Super, vielen Dank. Also ja, gerne. Ich finde das Projekt einfach großartig. Als eine Abend Aas. Als eine Abend Ananas. Ananas. Als eine Abend Aas. Als eine Abend Ananas. Hey. Şükür, 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 şükür,